In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Zierleisten im Innenraum ohne Vorkenntnisse folieren kannst. Dafür benötigst du nur dein passendes Zierleistenset von HSS Skins und einen Föhn. Zudem sollte die Außentemperatur für die Folierung bei etwa 20 Grad Celsius liegen. Auf deinem ausgepackten Folienset solltest du je nach gewähltem Modell 2 bis 4 Beschriftungen erkennen können. Dadurch kannst du ähnliche Folienteile direkt zur passenden Zierleiste zuordnen. Wenn du ein Modell mit Logo gewählt hast, kannst du für mehr Kontrast sorgen, indem du es mit einer gewünschten Farbe hinterklebst. Verwende hierzu eines der rechteckigen Folienstücke, die in deinem Set enthalten sind. Klebe dafür einfach das rechteckige Folienstück mit der nicht klebenden Seite mittig auf das Logo der klebenden Seite des Folienzuschnittes. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps für die Folienverarbeitung, über die du Bescheid wissen solltest. Erstens, wenn du die Folie entlang der Zierleiste anlegst, darfst du sie nicht in der Länge verziehen, denn dadurch geht die perfekte Passform verloren. Zweitens, entsteht beim Folieren eine große Falte, dann musst du die Folie an dieser Stelle nochmal lösen. Als nächstes musst du die Folie wieder so andrücken, dass anstatt einer großen Falte mehrere kleine Falten entstehen. Anschließend kannst du diese mit dem Föhn erhitzen und mit dem Finger herausstreichen. Bei kleinen Blasen kannst du allgemein immer so vorgehen, dass du diese zuerst mit dem Föhn erhitzt und dann mit dem Finger herausstreichst. Drittens, wenn du die Folie überall angelegt hast und sie liegt an einer Stelle noch nicht ganz passend an, dann musst du sie an dieser Stelle nochmal abziehen und mit dem Föhn erhitzen. Danach kannst du die Folie bewusst in der Länge verziehen, sodass sie sich passend anstreichen lässt. Viertens, wenn du mit dem Rakel die Folie in die Spalten schiebst, musst du aufpassen, dass du nicht mit dem Rakel abrutscht, denn dadurch könnte die Folie dauerhaft beschädigt werden. Bevor wir jetzt endlich mit dem Folieren beginnen, musst du noch jede Zierleiste gründlich reinigen. Denn nur auf völlig sauberen und entfetteten Oberflächen kann die Folie langfristig und blasenfrei angebracht werden. Auch die Spalten sollten nicht vernachlässigt werden. Hier kannst du das Rakel zur Hilfe nehmen. Lasse dir hierbei ein paar Minuten Zeit, sodass du auch keine Fläche vergisst, denn bereits kleine Verschmutzungen unter der Folie könnten zu Blasen führen. Nun kommen wir zu der Folierung. Wir beginnen mit der Zierleiste an der Tür. Diese Vorgehensweise kannst du bei allen 4 Türen anwenden. Beim Anlegen der Folie musst du dich an den im Video gezeigten Pfeilen orientieren. Die Folie muss links und oben jeweils bündig an das schwarze Kunststoff angelegt werden. Hierbei solltest du nicht an der Folie ziehen, denn sonst könntest du sie in ihrer Länge verziehen, wodurch die perfekte Passform verloren geht. Danach musst du die Folie vorsichtig von oben nach unten an die Zierleiste anstreichen. Nun benötigst du das mitgelieferte Rakel. Mit diesem musst du die Folie vorsichtig in die Spalten schieben. Für einen optimalen Halt musst du die Folie hier zusätzlich mit dem Föhn erhitzen. Und schon ist die erste Zierleiste fertig foliert.
Als nächstes folieren wir die Zierleiste am Handschuhfach. Hier musst du dich an der im Video markierten Stelle orientieren. Die Folie muss links und unten bündig an das schwarze Kunststoff angelegt werden. Als zweites muss die Folie wieder entlang der Zierleiste angelegt werden. Dieses Mal musst du dich aber unten am schwarzen Kunststoff orientieren. Anschließend musst du die Folie von innen nach außen an die Zierleiste anstreichen. Danach musst du wieder mit dem Rakel die Folie in die Spalten schieben. Auch hier solltest du die Folie zusätzlich mit dem Föhn erhitzen. Als letztes folieren wir noch die Mittelkonsole. Auch hier zeigt die rot markierte Stelle, wo du die Folie anlegen musst. Die Folie muss nämlich links und unten an das schwarze Kunststoff angeschoben werden, so dass sie jeweils bündig anliegt. Als nächstes muss die Folie weiter entlang der Zierleiste angelegt werden. Du musst die Folie dabei bündig zum schwarzen Kunststoff unten anlegen. So lange, bis du ganz rechts an der Zierleiste angekommen bist. Wie immer solltest du darauf achten, dass du nicht an der Folie ziehst, so dass die perfekte Passform nicht verloren geht. Nun muss die Folie auch oben entlang der Zierleiste angelegt werden. Orientiere dich hierfür wieder unten am schwarzen Kunststoff. Als nächstes muss die Folie auch auf der anderen Seite entlang der Zierleiste angelegt werden. Die Folie muss zuerst rechts entlang am schwarzen Kunststoff gelegt werden und dann unten entlang. Dies machst du so lange, bis du ganz links an der Zierleiste angekommen bist. Hierbei ist es sehr wichtig, dass die Folie oben noch nicht an der Zierleiste anliegt, so dass du die Folie unten entlang der Kante auch passend anlegen kannst. Dabei kann es vorkommen, dass eine große Falte in der Folie entsteht, wie du auch im Video erkennen kannst. Diese solltest du aber vorerst ignorieren und auf keinen Fall an die Zierleiste andrücken. Je nachdem, wie genau du die Folie auf der anderen Seite angelegt hast, entsteht hier eine größere, kleinere oder sogar gar keine Falte. Generell musst du die Folie jetzt vorsichtig von unten nach oben an die Zierleiste anstreichen. Wenn jedoch bei dir eine große Falte auftaucht, dann musst du wie im Video die Falte langsam von unten nach oben herausarbeiten. Also sozusagen die Falte immer weiter nach oben schieben. Denn so kann die überschüssige Luft unter der Folie später entweichen. Sollte hierbei eine Falte entstehen, die du nicht mehr passend nach oben streichen kannst, dann musst du die Folie an dieser Stelle noch einmal kurz abziehen und neu anlegen. Danach musst du oben jeweils die Folie vollends anstreichen. Achte wie immer darauf, dass du die Blasen von innen nach außen herausstreichst.
In diesem Fall bedeutet das, du musst die Folie auf der linken Seite der Mittelkonsole von links nach rechts anstreichen und auf der rechten Seite musst du die Folie von rechts nach links anstreichen. Wenn hierbei kleine Blasen auftauchen, musst du die Folie zusätzlich mit dem Föhn erhitzen. Spätestens jetzt sollte sich die Folie vollends einfach anstreichen lassen. Zu guter Letzt musst du noch die Folie immer stückweise erhitzen und anschließend mit dem Rakel in die Spalten schieben. Damit wäre auch die letzte Zierleiste fertig foliert. Nachdem du komplett fertig bist, solltest du bei jeder Zierleiste die Folie erhitzen, überall nochmal andrücken und nochmal mit dem Rakel in die Spalten fahren. Dadurch verhinderst du zum einen eine spätere Blasenbildung und zum anderen, dass sich die Folie von Rundungen oder manchen Spalten wieder löst. Sollten sich trotzdem kleine Folienteile aus den Spalten wieder lösen, dann hast du wahrscheinlich diese Stelle vergessen. Wenn das passiert, musst du einfach das gelöste Folienstück wieder erhitzen und zurück in den Spalt schieben. Damit wären wir fertig. Viel Spaß mit einem neu gestalteten Innenraum. Weitere Produkte, mit denen du dein Auto optisch aufwerten oder vor Kratzern schützen kannst, findest du auf unserer Webseite.